Herzlich willkommen zu der 6. und letzten Folge von Ueli on Tour von Burgen und Schlössern. Dem Spiel, wo es darum geht, durch die Schweiz zu reisen und Burgen und Schlösser zu erobern. Der Robin und der Micha sind in einem absoluten Höhenflug. Sie sitzen zwar aktuell in Freiburg und finden ihre Challenge-Karten gerade nicht, aber sie führen die Rangliste der Burgenpunkte mit einem deutlichen Vorsprung an. Der Tim und der Nick sind ihnen dicht auf den Fersen. Nach einem wahnsinnigen Poker am Ende der letzten Folge haben sie sich entschieden, das Schloss Oberhofen nicht anzupeilen, um den Robin und den Micha in Bern abfangen. Falls sich dieser Poker nicht auszahlt, lassen sie dort wertvolle Burgenpunkte liegen. Der Martin und der Jan haben einiges an Bodengut zu machen. Schwierig, wenn man in Lausanne eine Hockete absitzen muss. Ah, sie sind jetzt raufgekommen? Ja, sie kommen dazu, auf Bern. Sind die in Thun vorher? Ja, sie sind in Thun. Ah, die kommen dazu nach Bern. Ja. Uns hat es jetzt auf Bern verschlagen. Es ist immer ein bisschen Abwarten, was sie machen. Also, unser Verdacht ist, dass sie auf Neuchâtel als nächstes fahren. Ja. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal Ulis. Warten wir schon, bis der Timer läutet. Wir finden unsere Karten eben. Wir haben es eigentlich eingepackt, wir haben gerade unser Videomaterial durchgeschaut. Unsere Challenge-Karten. Ich weiss nicht, ob die beim Rennen vielleicht irgendwo rausgeflogen sind, aber jetzt würden wir da Plan B-Karten nehmen. Jede Gruppe nutzt eigentlich nur 1/3 von allen Challenge-Karten, ihre sogenannte aktive Bike. Für den Fall, dass alle Karten aus der aktiven Bike zum Einsatz gekommen sind, führt jede Gruppe aber die anderen Challenges auch noch mit. Der Robin und der Micha nutzen ab jetzt also ein Beigeli mit Challenges, die auch in den aktiven Biegen der anderen Gruppen drin sind. Ah, hast du gezogen? Das Summit. Und so ist es auch direkt wieder Zeit für Challenges, und zwar bei allen Teams. Der Martin und der Jan haben ihre Hocketen abgeschlossen und müssen jetzt eine Rutschbahn suchen. Also, Maps hat gesagt, das hat einer recht nah. Die müssen darauf laufen, ohne dass sie ihre Hände benutzen. Hey, das könnte ein Rutschen sein hier. Ist halt nur ein Jeu d'Esplanage. Nach einer halben Zeffischnitzeljagd und einer Fahrt in der Lausanner Metro haben sie dann eine gefunden und haben die Challenge erfolgreich lösen. Jetzt haben wir genug. Jetzt gehen wir gerade auf die ÖV. Dann sind wir am 2 in Bern. Das Kaffee und das Gipfeli, sonst fährt der Tag nicht an. So, ziehen wir eine Challenge. Jawohl. Der Tim und der Nick haben die Challenge gezogen, ein Auto zu finden, das falsch parkiert hat. Jetzt schauen wir uns die Sachen mal an. Außerhalb der gelben Linie. Anzeige ist draussen. Ueli sind im Sack. Genau. Daraufhin hat sich der Tim eine Szenerie merken und von mindestens 10 Sachen hat er dann die genaue Position nennen. Noch ein bisschen weiter hinten hat es ein weißes Töffli. Die beiden Brüder haben auch alle 26 Kantone in 2 Minuten aufsagen. Uri, Schweiz, Nidwalden, Obwalden, Bern, St. Gallen, Schaffhausen, Aargau, Basel, Luzern, Basel-Land, Genf, Wallis, Graubünden, Jura, Appenzell Innerrhoden, Tessin, Ausserrhoden. Glarus. Noch 3. Mir kommt kein Einsinn. Hä? 20 Minuten hocken. Und Freiburg. Fuck! Unsere Gegner sind ja sogar in Freiburg. Wir werden jetzt von beiden Seiten eingekesselt. Ja, es ist ein bisschen so, ja. Der Robin und der Micha mussten die Sehenswürdigkeit der Grand Tour of Switzerland besuchen, die sich in nächster Distanz zu ihnen befindet. Weil Freiburg selber aber eine von diesen Sehenswürdigkeiten ist, Region Freiburg. Ja, Hey, dann haben wir es so geschafft. wir sind da, wir sind in Freiburg. haben sie die Ulis für die Challenge einfach so geschenkt bekommen. Wir können direkt die nächste Challenge ziehen. Der Robin hat als nächstes 3 berühmte Leute nachgemacht, die der Micha hat versuchen erraten. Das erste ist... Das ist schon Michael Jackson. Yes. One for the money. Oh shit. Oh shit. Nein, sicher nicht oh shit. Oh shit. 2 for the show. Bruce Springsteen. Nein, das ist so gut. Wer wär's denn? Elvis Presley. Ja, du. One for the money. Das ist doch so, der ist noch bekannter als... Wieso kommst du mit dem Erik Weber? Wir werden auf Bern gehen mit dem Zug. 1 Stunde 12. Und haben gesehen, dass die anderen, Robin und Micha, sind in Freiburg. Ich habe das Gefühl, sie warten auf den. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn sie in Richtung Bern wollen. Gut, dann räumen wir da das ganze Zeug auf und gehen da richtig. Gehen wir da mal ein bisschen Zug fahren, oder?
den haben sie jetzt schon gemacht, den Move. Jetzt in Lausanne. Sie sind in Lausanne, wir sind gekommen, sie haben uns gefangen. Und jetzt könnte wieder das Gleiche passieren in Fribourg. Und wir haben jetzt nur noch 50er Burg. Es kommt Bewegung ins Spiel. Also für uns ist das gut. Voilà. Weil wir sind oben, wir haben eigentlich ein bisschen darauf gehofft, dass der Jan anfängt angreifen, dass der Micha sich endlich mal dort wegbewegen muss. Jetzt haben wir eine halbe Stunde einfach Pause. Das ist auch mal gut in der ersten Klasse. Oh fuck. Okay, wir gehen nach Inns. Inns. Let's go nach Inns. Jetzt gehen wir auf Inns. Wir haben jetzt aber sowieso über eine halbe Stunde Zeit. Genau, machen darum noch eine Challenge. Genau. Also. Und hoppa! Mute. Ein Teampartner muss durch Lippenlesen einen Liedtext erkennen. Ich weiss gerade. Also. Also zeig so. Oh nein, wenn ich nachher den Lied, also den Ding nicht kenne, den Titel. Ist gut, du wirst ihn wissen. Okay. Also. Zwei Lieder, die wir immer wieder mal ein bisschen gesungen haben jetzt in diesen 2 Tagen. Und ich erkenne absolut nichts an deinen Lippen und sage darum... Aber okay, dann schau aber, wie lange ich was singe. Okay. Wir laufen jetzt hier mit dem Zug mal ein bisschen mit. Wenn Sie das Gefühl haben, wir sind auf dem Zug, lösen Sie vielleicht gerade die Jagdzeit aus. Wir sind jetzt nicht bis auf Bern weitergefahren, weil Der Tim und ich sind in Bern und wir wollen nicht, dass uns nochmals das Gleiche passiert, weil sie warten wahrscheinlich dort. keine Ahnung, was sie machen. Ich bin so dumm. Aber das ist doch, also ich habe das Gefühl, das muss ja klar sein. Wir haben Welches es 2 ist? Lieder die ganze Zeit gesungen, aber ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, welches wir gestern die ganze Zeit gesungen haben. Und es ist hoppa! Die sogenannte Pretty Woman besucht einen Ort... Pretty woman walking down the street. Pretty Woman Walking down the street. Pretty Woman. Aber ich kann ja schauen, die Challenge hat auch so geheißen. Weißt du, ich habe wirklich ein schlechtes Gedächtnis. Ah, Pretty Woman walking down the street. Mach nochmal das, was du vorher gemacht hast. Also, es ist Pretty Woman. Genau so ist es. Ich habe jetzt aber vorher die ganze Zeit an ein Kaffee und ein Skipperli Nein. Nachher dachte ich, es passt nicht und ich habe nicht mehr gewusst, was wir gestern gesungen haben. Pretty woman walking down the street. Wir können ja hier eine Challenge ziehen. Eigentlich können wir da, ja. Wir können hier eine Challenge ziehen. Haben wir wenigstens viele Ulis am Schluss. Paddington. Paddington. Kaufen den Gegenstand und tragen den mindestens 30 Minuten als Hut. Top, also los. Robin? Ja, wir sind jetzt hier in diesem Okay. aber es ist schön da vom Wetter her. Also im Welschen war noch nicht so schön Wetter. Muss schon sagen. Kaum bist du wieder dort, wo es Deutsch redet, ist einfach die Sonne da und es ist super. Also wir sind mittlerweile auf recht engem Raum da. Aber ich meine, die sind jetzt gerade alle am Stehen bleiben. Ja, die sind alle am Challenges machen. Mir fallen dir jetzt 2 Hüte. Du machst schon Sinn, Profi. Bist du Lehrer von Beruf? Hey, ja, ich mache das sehr viel. Wann kommt der Zug? 53, wir können noch alleine machen. Okay. See it. Blood, Sweat and Tears. Lasst eine Schweißperle von einem Teammitglied auf einen Stein tropfen. Das muss ja machbar sein, oder meinst du nicht? Ich glaube schon. Einer von uns leitet sich mega warm an und macht viel Sport. Also du. Du schwitzt doch immer so schnell. Ja, das stimmt. Also, wir können jetzt den Nick so krass einkleiden, wie es nur geht. Geil. Also, eine halbe Stunde bis um 16 Uhr. Und während der Challenge dürfen wir ja nicht Zug fahren, gell? Hätte ich mir nie gedacht, dass ich das am Wochenende so mache. Geil. Wir machen jetzt ein kleines Turnen aus. mit etwa 8 Schichten. Also unter der Kappe ist glaube ich am besten, oder? Ja. Wir haben per Zufall herausgefunden, dass da, wo wir sind, in der Nähe, also irgendwie 7 Kilometer von da, ist eine Burg. In
La Laurent, oder wie hat das geheißen? Wir haben jetzt das Gefühl, die anderen gehen davon aus, dass wir jetzt vermutlich zu dem Schloss gehen. Und der Micha und der Robin sind auf dem Weg nach Le Londeron für eine 25er-Burg. Ich glaube... Die müssten wir stoppen. Das heisst, wenn die ihre Challenges durch haben, sind sie vermutlich am Zugsverbindungen anschauen, auf das La Laurent oder was. Und sobald die sich in Bewegung setzen, nehmen wir den nächsten Zug, der wegfährt. Und zwar entgegengesetzt die Richtung von dem Schloss. Die Nachtschicht. Der Scheiß ist, wir müssen sie eigentlich schaffen. Müssen wir? Sonst verpassen wir den Zug. Wie hat die Glücksfee geheißen vom Benissimo? Keine Ahnung. Und die Kugel rausgezogen. Bin nicht so. Ja, dann hat der Benny Thurnherr schon mal gesagt. Elvis Presley kenne ich noch, aber Benissimo... Jetzt kennst du ihn, gell? Lights out. Schaltet eine Lampe, die euch nicht gehört, aus und wieder ein. Da könnte man jetzt jemanden fragen, ob man seine Handytaschenlampe Also, ich erledige das jetzt gerade. Ist okay, wenn wir da innen schnell filmen? Wir machen das eine Challenge, wenn wir sie sehen im... Mit mir? Ja, nein, okay. Also, wir haben eine Challenge, wir spielen ein Spiel. Und wir müssen für diese Challenge eine Lampe ausschalten und wieder einschalten. Darf ich schnell? Ich muss es machen. Ich muss es machen, ja. Ich kann das filmen. Bist du ready? Aus. Warte, jetzt spielen wir das Lied. Und ich mach's an. Geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Perfekt. Top. 180, Ich gewinne kein Geld. 180 Punkte haben wir bekommen. Machen uns da zum Aff. Gehört auch dazu. Ein Sportlertier. Und die Liegestütze. Hast du dir deinen Sonntag so vorgestellt? Ich habe ehrlich gesagt schon etwas in die Richtung erwartet. Ja. Er gibt wirklich alles. Wie bringen wir die Perlen runter? Also die Kappe ist voller Schweiß. Lasst eine Schweißperle tropfen. Ich habe heiß, brutal heiß, aber irgendwie Schweißperlen noch nicht. Ich bin der Schweiz ist immer, da habe ich auch gedacht, das ist der. Ich mache glaube schnell einen Nap. Das ist auch schön. Während der Martin und der Jan ihre Halbstunde abhocken, haben der Robin und der Micha die Challenge mit den 3 Witzen gezogen, die der eine von beiden nicht lachen darf. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendeinen Glücksnerv angeregt hat jetzt in den letzten 2 Minuten. Damit die Schweiß-Challenge am Tim und am Nick gelingt, ist der Tim kleine Steinchen suchen. Es ist nicht so steiniges Areal tatsächlich da. Der Plan war, am Nick seinen Schweiß am grossen Stein abzustreichen, damit er dann auf die kleinen Steine runterlaufen kann. Hinten hat es viel, ja. Ja, aber kein... Oh nein. Weil das nicht funktioniert hat, ist der Nick dann auf die Steine draufgelegen. Ja, und jetzt? Ich weiss es auch nicht. Und dann endlich, nach weiteren 2 bis 3 Minuten... Aber anscheinend löst sich der Tropfen. Sieht man es? Also ich habe einen gespürt. Wirklich? Ich würde sagen, die haben wir, oder hast du hier vor allem verdient. Weg. Let's go. Also, wir müssen auf die 53. Jetzt haben wir 49. Also wir haben jetzt gerade gesehen, dass der Nick und der Tim sind von Bern jetzt in Bewegung Richtung uns. Und wir schauen am besten gerade da mal, wohin die nächsten Züge fahren. Das wäre die am 12 Uhr ab. Wir wären schon in 12 Minuten in Neuchâtel. Sie werden ziemlich sicher einen Zug nehmen. Kurz bevor wir in Ins ankommen, gehen sie auf einen anderen Zug auf Neuchâtel. Und zwar eine Minute bevor wir ankommen. Genau. Wir fahren aber in unserem einfach weiter, auch auf Neuchâtel. Richtig. Und von Neuchâtel hätten wir dann Also wir hätten... Dort haben wir dann viele Optionen, wo wir hin wollen. Und jetzt müssen wir sofort recherchieren. Darum müssen wir das jetzt kurz halten. Okay, wir vermuten gerade, wir haben die Zugverbindung von Tim und Nick herausgefunden und dieser Zug würde auch nach Neuchâtel fahren. Ja, die sind um 16 ab, sind sie da. Also wir müssen den 12, wir müssen den. Okay. Weil der 17 ab schnappen sie uns. Ich sage dir ehrlich, ich würde lieber von Jan und Martin gefangen als von Nick und Tim. Weil die haben nichts. Es darf nicht wahr sein. Wir sind jetzt auch ins durchgefahren, fahren weiter auf Neuchâtel und sind so in der Planung drin gewesen, dass wir einfach gar nicht nachgeschaut haben, wo sie sind.
Und dann irgendwie immer damit gerechnet, ja, die gehen ja jetzt auf Neuchâtel, bla bla bla. Sie sind ja in Hinz weitergegangen. Wir machen immer unsere Hurenpläne. Ja. Wir haben Plan A, B und C jetzt gerade aufgestellt. Wir sind so verkopft. Ja, und die fahren dort auf so einem Kackzug irgendwie um den Murtensee herum. Das kann es doch auch irgendwie nicht sein. Damit wäre unsere Zeit. Und die Ereignisse sind sich auch bei der anderen Gruppe am Überschlagen. Wir haben es gerade mitverfolgt. Ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Das ist wieder Bilango. Ja. Murten-Murat. Also wir müssen ihnen fast nachfahren. Wir müssen fast. Wir müssen die Verfolgungsjagd jetzt einfach... Damisiech. Wir fahren jetzt denen an. Und wenn sie keine Ulis mehr haben, dann sind wir zu still. Ja. Also, Tim und Nick gehen nach Bern, hä? Ja, oder sie kommen auf Murten, dann sind sie nämlich in 21 Minuten da. Nein, die sind 55 sind in Murten und wir sind 47. Was aber auch kann sein von der Verbindung her, dass sie jetzt direkt schon wieder auf Bern kommen. Egal, wie man kehrt und dreht, Schon wieder hockt. die Situation ist ein bisschen beschissen. Yep. Wir brauchen noch eine 50er Burgwerk. Geil zum Klauen. Ja. Aber mit 350 Ulis kommen wir nicht allzu weit. Wir sind jetzt gerade in Ins. Also wir sind wieder auf dem Rückweg von Neuchâtel Richtung Bern. Und in Ins tun wir den Jagdmodus rein. Das heisst, die anderen haben wahrscheinlich das Gefühl oder wissen nicht, steigen wir in Ins aus, machen die Jagd auf sie von dort oder fahren wir weiter auf Kerzers. Was wir nämlich machen. Genau. Die nächste Station ist nämlich dann Kerzers. Wir können sowohl von Ins wie auch von Kerzers zu ihnen auf Murten gehen. Wir loggen auf jeden Fall ab Ins etwas mehr als eine Stunde ein. Und zwar bis am Viertel vor. Länger dürfen wir nicht, wegen der Regeln, die ab dem 3 gilt. Bald starten wir in den letzten Abschnitt von dem Spiel, der sogenannten Happy Hour. Die startet Punkt 3 am Nachmittag und bringt ein paar Spezialregeln für den Jagdmodus mit sich. Für die letzten 3 Stunden vom Spiel kostet der Jagdmodus das Doppelte wie sonst, also 2 Ulis pro Minute. Außerdem kann man den Jagdmodus nur noch für maximal 45 Minuten am Stück aktivieren. Für die allerletzte Stunde vom Spiel dürfen dann sogar alle Teams gleichzeitig in Jagdmodus. In dem Free-for-All kann im Jagdmodus allerdings der eigene Standort nicht mehr ausgeschaltet werden. Falls es in dieser Stunde dazu kommen, dass nicht klar ist, wer wen gefangen hat, würde ein Schere, Stein, Papier auf 3 Gewinnpunkte entscheiden. Genau. Fahren wir gerade ein. Also log's doch gerade ein. Die Jagd ist aktiv, Standort ist draussen. Let the games begin. Macht jetzt Tim Jagd aktiv. Wow. Okay. Sie kommen jetzt hier nach Murten, der Tim und der Nick. Sie sind jetzt wahrscheinlich in Ins einfach am Warten, was wir machen. Und fangen uns Stimmt, wir sehen ja gar nicht mehr, wo sie sind. He? Sie können nachher ganz so gut auf Kerzers kommen. Ist jetzt ein bisschen Glückssache. Sehen wir noch eine? Die beiden haben, wie der Robin und der Micha am Anfang dieser Folge, die Grand Tour of Switzerland Challenge gezogen. Weil auch sie per Zufall gerade schon in Freiburg waren, haben auch sie die Ulis einfach so bekommen. Das ist jetzt einmal, was minimalstens nach Plan läuft. Also, hörst du es auch? Ich höre eine leise Hoffnung. Ja. Ja. Weil ich glaube, wir haben sie verarscht. Mein Bauchgefühl sagt, dass sie in Kerzers warten auf uns. Weil sie denken, Ich glaube auch. dass wir denken, sie kommen auf morgen. Ich glaube auch. Darum würde ich eine Station jetzt fahren und dann raus. Ja, wenn wir hier im Montpellier-Löwenberg raus. Das ist doch gut, oder? eins weiter. Gar nichts. Also es gibt noch 2 Stationen, wo sie früher aussteigen könnten, aber warum? Ich fühle mich wie frisch verliebt. Macht richtig Freude. Sie sind jetzt in Montpellier-Löwenberg. Stop on Request. Also ihr wisst, halt auf Verlangen, wir sind im Gate draussen. Wenn Sie jetzt nämlich auf Kerzers fahren, eigentlich müssten Sie jetzt dann abfahren, wenn Sie auf Kerzers wollen. Ja. Das wäre unser Zeichen, dass wir auch auf Bern gehen. Unser Plan, am 4 ab auf Bern zu fahren. Yes. Und probieren vor Micha und Sie dürfen ja theoretisch nicht in Jagdmodus.
weil es ja offensichtlich ist, dass sie verfolgt werden. Was sind Ihre Fluchtmöglichkeiten? Dort geht es runter. Das ist doch schön. Nein, da sehe ich die Null. Dann nicht, ja. Tun wir den da hinten irgendwo? Es macht mir so Freude. Die freut sich jetzt, dass wir zu ihnen auf Kerzers kommen. Und wir steigen jetzt eine Station vor Kerzers aus, in Galmitz oder Galmi. Und da hat es gar nichts. Sind wir da? Wirklich eine Kraft. Ich habe das Gefühl, unser Ziel für die nächsten 2 Stunden, 3 Stunden. Ich sehe uns irgendwo dort oben. Oh oh. Sind Sie ausgestiegen? Okay. Jetzt mache ich da etwas kaputt. Viertelstunde Vorlauf mit Laufen. Und wenn wir jetzt schnell laufen, sind Sie die rennen müssen. Wir gehen auf Galmitz in dem Fall. Ja. Nein, weißt du, du musst ja immer denken, sie sind sich ja nicht sicher. Ja. Die sind wahrscheinlich gechillt unterwegs, nicht mal an. Hoffen wir es. Also wir sind uns einig, um den Sieg jetzt noch heimzuholen, da müssen wir ein bisschen spurten nachher. Da müssen wir ein bisschen säckeln. Ja, sicher schnell laufen. Wir haben jetzt darauf gegambelt, dass sie auf Bern fahren. Sind sie aber irgendwo ausgestiegen. Aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Wir sind irgendwo in einem Kaff Galmitz am Rumlaufen. Darauf am Warten, dass mit Nico im Team seine Jagdzeit abläuft. Es ist voll Multitasking. Wir sind hier am Akkus aufladen. Wir sind uns irgendeinen Weg am Bahnen. Gleichzeitig am irgendwelche Jäger am Avoiden. Sind angekommen. Und jetzt? Jetzt müssen wir schnell zuerst uns orientieren. Ja. Sie sind nämlich recht weit rausgelaufen. Alles stachelig da. Jan und der Martin? Jan und der Martin sind jetzt auf dem Weg nach Bern. Ja, vielleicht, wenn sie irgendwie... Dann versuchen sie vielleicht Martin und Dann gehen sie Jan im Jägermodus, können sie ja eh gratis fahren. Gehen sie wieder via Kerzers und fahren jetzt auf Bern. Vielleicht, ja. Wenn wir da schnell in den Schatten sitzen, ein kleines Päuschen machen. Ja. Um jede Ecke schauen. Siehst du? Ich bin nicht sicher. Machen wir, Martin? Gut, also sie gammeln ja dort in dem Galmitz rum. Also Galmitz, Kerzers wäre mal ein erster Zwischenstopp. Genau, um dann weiter zu schauen. Stand jetzt haben wir nichts zu verlieren. Ja. Gut. Also, let's go, du Kerzers. Wir sehen nur mal eine andere erste Klasse. Das ist gut, man hört sie da rascheln, wenn sie da aus dem Busch runterkommen. Jetzt sitzen wir da ab, machen ein schönes Päuschen. Ja, das ist gut. Wasser trinken. Aber ich glaube mittlerweile gar nicht mehr, dass wir in unserem Jagen sind. Meinst du, haben sie es aufgegeben, in dem Moment, wo sie gesehen haben, dass wir da im Wald laufen? Ich glaube, ab dem Moment haben sie gedacht, jetzt holen wir uns die Jan und den Martin. Jedes Rascheln und jedes Knacken ist irgendwie so. Yes! Ja! Yes! Soll ich, willst du? Du hast bis jetzt Glücksfinger, du ziehst immer Karten. Nimm einfach einen 50er raus. 1, 2, 3. Wir haben die. Oh. Geil! Welche haben wir? Los, sind wir da.
Also komm, wir gehen. Ja, also. Komm, wir gehen durch die Richtung. Können wir da rauf? Ja, ja. Ciao zusammen. Ciao. Also, Sie hocken beide noch in Galmitz. wir sind beide immer noch in Galmitz und sie haben jetzt den Zug nicht genommen, der auf Kerzers geht. Das heisst, Sie wir sicher nicht. sind vorher in Kerzers. Das heisst, wenn wir jetzt noch Zehnerburg, vielleicht zum Beispiel in Zug, hätte ich jetzt spontan gedacht, Ja. dann könnten wir noch gewinnen. Sie gehen auch dort hin, die Burg holen, die 25er Burg. Weil das ist für sie das. Wo ist das? Ja, über die La Larduyère. Das müssen wir jetzt holen, und zwar von Mal schnell schauen, ob die Jan auch noch dort ist. Also wir können auf Oberhofen tun. Ja. Die zweite Burg, die wir heute Morgen schon holen wollten. Ja. Die einzige Gefahr ist, wenn wir nachher schnell schauen, der Jan könnte auf dem Weg sein. Aha. Weil er ist schon auf Bern vorher. Wie wir zwingend Der Nick und der Tim gehen jagen, ja. Sind die beiden dort, die sind laufen? vor uns, ja. Ah, sie sind dort. Also, sie können gerade nicht jagen. He? Wir könnten bald wieder jagen. Ja, Punkt. Also wir kommen 56 an in Kerzers. Wir können ihnen jetzt einfach wirklich, wenn sie einen Zug nehmen, gehen wir mit dem Zug. Sie können es ab dem... Was haben wir gesagt? Am Punkt. Ab dem Punkt können sie es wieder haben. Wo sind sie jetzt hin? Sie haben sich versteckt. Ist schon schade, dass wir euch noch nicht fangen können. Ja, jetzt dann bald. In einer Viertelstunde. Ich nehme an, ihr kommt noch auf Kerzers, dann haben wir noch 4 Minuten zum Davonrennen. Genau. Also sie müssten eigentlich ganz klar checken, dass wir da bleiben. Alles andere macht für uns keinen Aber Sinn. wir müssen jetzt wirklich so tun, als würden wir einsteigen. Wir gehen rein. Ja, ja. Ja, siehst du es? Gehen Sie schon raus? Sie warten auch. Sie sind wieder raus. Sind sie raus? Warte. Jetzt geht er wieder rein. 3, 2, 1. Scheiße! Scheiße! Sie rennen schon jetzt weg, wenn wir langsam nach. Ja, ja, ja. Das bringt dir gar nichts. Wir können doch nicht auf das öffentliches Gelände. Sie haben unseren Standort. Die Tiere sind es. Ja, sie laufen den falschen Ort. Jetzt müssen wir eine Karte ziehen. Jetzt müssen wir die 200 zahlen. Okay, zieh die Karte. Zahlen, ich weiss nicht, was ist. Schnell zur Erklärung, von was die 200 Ulis die zwei Brüder im Moment gerade reden. Im Spiel gibt es sogenannte Erste-Hilfe-Karten, die erst jetzt zum ersten Mal wirklich aktiv ins Spiel kommen. Erste-Hilfe-Karten sind mit einem Preisschild von 200 Ulis bestückt und somit sauteuer. Dafür können sie einem aus brenzligen Situationen wie der von Tim und dem Nick rausholen. Es gibt 2 mögliche Bonusaktionen, die eine Gruppe erlangen kann. Entweder zieht eine Gruppe eine Karte, die sie ihnen erlaubt, einmal ihre Hockete zu überspringen, oder eine Karte, die sie ihnen erlaubt, den Standort für 20 Minuten abzustellen. Wichtig ist, dass das Team nicht im Voraus aussuchen kann, was für eine Karte sie gerne hätten, sondern sie müssen zufällig eine aus ihrem Beigeli ziehen. Die gezogene Erste-Hilfe-Karte muss nicht, aber kann sofort eingesetzt werden. Der Tim und der Nick hoffen jetzt also, dass sie eine Karte ziehen können, damit sie ihren Standort abstellen können, um Robin und Micha zu entkommen. Jetzt haben wir 200 Ulis. Ja, 200 Ulis. Zieh einfach rein. Yes. Wir setzen sie, wir setzen sie. Team Nick hat keinen Standort mehr drin. Haben sie sich so eine Bonuskarte gekauft? Der Martin und der Jan sind in Kerzers angekommen und haben sich dort 45 Minuten Jagdmodus gekauft. Sie nehmen jetzt den nächsten Zug, der auch auf Galmitz fährt. Unterdessen sind der Tim und der Nick aus ihrem Versteck abgehauen. Es gibt eigentlich nichts mehr anderes als Meter machen. Sie sind auf dem Weg nach Kerzers. Zu Fuß. Es scheint so, als wäre dort vorne, ganz weit vorne, sieht man ein Städtchen. Als wäre das unser nächster Ort, wo wir gerne spazieren würden. Das Risiko ist grösser, dass wir jetzt im Murten wieder 50 Punkte verlieren und dann unser Siegerpodest quasi verlassen müssen. Wir haben uns jetzt darum entschieden, dass wir da wieder so ein bisschen
weg vom Bahnhof. Das heisst, in 10 Minuten muss der nichts in Stand wieder rein tun. Ja. Wir haben ja unsere gewonnene Burg noch gar niemandem vermacht. Die wir geklaut haben von Micha und dem Robin. Und die würden wir jetzt gerne noch jemandem vermachen. Unsere Cousine, der Strizia, mit bürgerlichem Namen Kriegete. Einsteigen tut niemand. Also da vorne, dann links. Aber jetzt müssen wir ja fast ein bisschen joggen, oder? Du kannst halt in die Richtung laufen, halt Richtung Murten. Nein, sie sind nicht mehr Murt. Sie sind jetzt einfach weiter da, weißt du, sie laufen uns davon. Und Bus hat es da keinen, so wie es aussieht? Ich glaube nicht. Wir müssen wie schneller laufen als sie. Wir gehen davon aus, dass der Nick und der Tim noch versuchen, das eine Schloss zu erobern. Nick und Tim. Die könnten jetzt noch eine Burg holen. Und dann hätten sie gewonnen. Schaffen wir es noch zu irgendeiner Burg? Nein. Nicht? Das ist unmöglich. Also es bleibt uns nur noch jemanden zu fangen, eigentlich, zum Ja. Gewinnen. Zum Gewinnen können wir nur noch jemanden fangen. Ja, das ist die einzige Chance. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist soweit. Wir sind endlich in Kerzers angekommen. Und der Jan und der Martinez sind auch auf dem Weg zurück auf Kerzers. Wir würden gerne die Burg von Jan und Martinez noch übernehmen. Dann wären wir nämlich erster Platz. Wenn wir eine von uns verlieren, sind wir wahrscheinlich letzter Platz. Ja, also für uns entscheidet jetzt wirklich Sieg oder Niederlage. Ja. Stehen wir vor. Es gilt also jetzt noch ein bisschen Glück zum Schluss. Ja. Wir zwei gehen ab jetzt in Jägermodus für die restlichen 32 Minuten Spielzeit. Das gibt wie 2 Bahnhöfe hier. Also jetzt ist gerade ein Zug angekommen, dort hinten. Genau. Es ist für beide ein Gamble, aber es gibt für beide könnte es einen guten Sieg geben. Voll. Für uns ist das Spiel vorbei. Wir hoffen, wir gewinnen. Ja, Mann, die hatten die gleiche Idee. Zack, zack, zack. Also Tim, deine letzten Worte. Es geht um Sieg oder Niederlage. Was sagst du? Sieg. Sehr gut. Kurz und bündig. Also schau, es ist, wenn du In gewinnst... diesem Scherenstein-Papier geht es buchstäblich um alles oder nichts. Wenn der Tim das Duell gönnt, dann zieht er automatisch die letzte Burg von Martin und von Jan und gönnt so 50 Punkte für sein Team. Das würde lange, um den Robin und den Micha zu überholen und das ganze Spiel zu gewinnen. Wenn der Jan das Duell gönnt, dann kommt es darauf an, welche Burg das gezogen wird. Der Tim und der Nick haben einen 50er, 2 25er und 2 10er-Burgen in ihrem Besitz. Der Martin und der Jan müssen aber zwingend die 50er-Burg ziehen, damit sie den zweiten Platz vom Tim und dem Nick könnten abluchsen. Ready? Ja, bist du ready? Ja. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Boah, Jan 2-0, Tim. Ja. 0. Oh! Also es wäre nicht das erste Mal, wo es 2:0 noch aufgeholt wird. Genau. Eben, du bist Fußballer, du weißt genau, wie das läuft. All das heben wir uns jetzt. Genau. Jetzt wäre eigentlich der Trainer da, der dir sagen Gott verdammt, Tim, jetzt kriegt den Arsch aufs Feld, jetzt kommt's. Du bist Also. gut, du kannst es, du weißt, dass du es kannst, du hast neue Schuhe dabei. Also, wir gehen einmal rein. Genau. Schere, Stein, Papier. Ja! Ja. Martinez, du entscheidest über Sieg und Niederlage. Die ganze Rangliste. Du wirst nie mehr in so einem Spiel dabei sein. Das ist also deine letzte Amtshandlung. Amtshandlung als Spieler. Jetzt haben wir sie runtergelassen. Eine Niederlage für die ganze Familie. Wir grüßen die Familie noch das letzte Mal. Alles Gute. Wir sehen uns dann wieder am Familienessen.
Es freut uns natürlich sehr, dass wir am Schluss nicht mehr involviert waren in dem ganzen Abschlusskampf. Auch ein bisschen schade, wir wären gerne dabei gewesen, zum Zuschauen, weißt du, so mit Popcorn irgendwie auf der Seite. So, aber ja, es war nett gewesen. Was für ein Hollywood-reifes Ende, das hätte sich niemand von uns am Anfang erträumen lassen, dass das noch so rauskommt. Ihr habt jetzt noch das letzte Mal die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Geht für das in die Kommentare, schreibt rein, was war euer grösstes Highlight von dieser Staffel oder wo habt ihr euch am meisten an den Kopf gelangt. Und alle Informationen zu diesem Gewinnspiel findet ihr auch in der Beschreibung des Videos. In ein paar Tagen kommt auch noch ein Podcast raus zu dieser ganzen Staffel, wo wir noch mal über alles reden, was wir gemacht haben, welche Strategien wir hatten und so weiter. Also auch dort gerne noch reinschauen.